Der Leibniz-Preis ist, glaube ich, das schönste Geschenk, das die Scientific Community in Deutschland ihren Mitgliedern machen kann. Er hebt ForscherInnen heraus, ehrt sie für ihre bisherigen Leistungen, macht sie noch sichtbarer, als sie ohnehin schon sind, aber ist zugleich ein Förderpreis. I think this is one of the most amazing things that can happen to an academic. It enables you to attempt to do things which you haven't been able to do before. So you have the freedom and the money to be able to do it. That, I think, is so very special. Der ist recht bedeutsam für die Forschung. Das ist, wie wenn man plötzlich so einen Auftrieb kriegt und auf einmal die Möglichkeit hat, lauter Sachen zu machen, die vorher aus Sparsamkeitsgründen nicht so leicht möglich waren. Man hat eine unglaubliche Freiheit, sehr gut für einige Jahre doch viele Dinge ausprobieren zu können und seiner Kreativität Raum zu geben, was vielleicht in dem etwas engeren Korsett anderer Fördermöglichkeiten gar nicht so einfach ist. Und deswegen ist es also tatsächlich nicht nur eine unglaubliche Ehre, sondern auch eine unglaubliche Bereicherung des Forschungsalltags. Wie schön Sie alle hier im Café Leibniz. Der Leibniz-Preis ist natürlich das Höchste, was das Wissenschaftssystem in Deutschland zu bieten hat. Also jeder weiß, das ist eine große Anerkennung für besondere Leistungen. Und fühlt sich schon so ein bisschen an wie im Olymp. Und als jemand, der Hirnforschung macht, weiß ich, wie wichtig Belohnung ist, um uns auf unserem Weg zu bestärken, diesen positiven Feedback zu kriegen. Das ermutigt einen, weiterzumachen. Dass es einen Preis gibt, der schon 40 Jahre lang so lebensverändernd ist in der Forschung, ist natürlich wirklich ein Fest. Dass wir sagen können, 40 Jahre gibt es einen Weg für unsere Forschung in Deutschland, nicht nur besonders sichtbar gemacht zu werden und hervorgehoben zu werden, belohnt zu werden, sondern wirklich auch immer wieder neue Impulse in der Forschung zu setzen. Wir feiern deshalb heute jeden Tag, in dem es möglich ist, Forschung zu betreiben, ohne dass sie Zielscheibe von politischen Ideologien wird. Denn nur so können wir globale Herausforderungen angehen. Und dann ist ja auch noch die Auszeichnung der neuen Kohorte. Und das sind überhaupt die schönsten Feste, wenn man diese glücklichen neuen Kandidatinnen und Kandidaten sieht, die dann ausgezeichnet werden. Da kommt man immer mit einem Glücksgefühl nach Hause danach.